Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Da sind wir auf der Polizeistation. Und wie wir gerade gehört haben, gibt es hier verschiedene Räume. Wir gehen erstmal, ich glaube hier war der, genau, in die Beweiskammer, bevor wir mit dem jungen Mann sprechen. Denn unter Umständen haben wir danach mehr Möglichkeiten, also mehr Fragen, die wir ihn fragen können und müssen nicht zweimal laufen. These are the suspect's belongings. Das ist ein Notizbuch. The Das hat notebook also that we ihn found on gehört. Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? Okay. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Da steht was drin, habe ich gerade gesehen. To my friend. From R. Dawson. Ach, der liest das nicht ganz. Das muss man also drehen und To my dann friend klicken. And and partner. partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. So, dann gehen wir erstmal zurück ins Archive und gucken nach, bevor wir ihn fragen. Dann machen wir eine kleine Planänderung. Scotland Yard, Baker Street. Ich denke, wir gucken am besten mal Forschungsberichte. Ah, okay, ich dachte in den Zeitungen. Aber dann gucken wir erstmal in den Forschungsberichten nach. Blutproben für Dampftechnik. Ah. Gifte und Toxine. Ich glaube, da ist im Moment noch nichts. Oder da fehlt uns noch was für den Ring. Da gucken wir vielleicht erstmal hier nach. Und da sehen wir schon, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also das sind Artikel aus dem entsprechenden Jahr, jetzt 1883. Und hier wird es einem natürlich ein bisschen einfach gemacht, gerade am Anfang. Da sehen wir schon Dawson und Nelligan pleite. Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite, Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall,
hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Der Junge heißt ja auch Nelligan. Also ist doch anzunehmen, dass das irgendwie sein Here it Vater is. vielleicht ist, oder? Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay. Ah, da hat sich noch was aktualisiert, da gucken wir gleich. Der Ring. Tabak. Erfragen. Alles klar. Ich glaube, Briefe, Forschungsberichte. Ah, und da ist Toby. Toby ist der Hund von Sherlock. Und ich kann mich noch dran erinnern, wenn man ihn jetzt Brave anklickt Toby, the best nose in the British Empire. und man macht das in jedem Fall, dann bekommt man am Schluss ein Achievement. Das heißt irgendwie, interagiere mit Toby. Aber wenn man es halt einmal vergisst, dann nicht. Ich finde den süß. Mit den Schlappohren. Scotland Yard. Dann gehen wir wieder zurück. Locked. Ah, okay. Da geht's runter. Ich glaube, hier sind wir falsch. Das ist der Raum des Gerichtsmediziners. Aber wir wollen ja in den Verhörraum. Sagt man so? Verhörraum? Klingt komisch. So, junger Mann. Dann mal los. Dawson und Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress.
Ich habe gerade überlegt, Hammerfest. Den Ort haben wir gesehen auf der Whaling Map in der Kabine von Peter Carey. Vielleicht ist ja da die Verbindung, dass die sich da getroffen haben. Wer weiß, fragen wir mal weiter. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Da haben wir wieder diese Art Quicktime-Events. Da lügt er natürlich, denn wir haben gesehen, da stand ja eine Widmung drin, geschenkt für meinen Partner. Deswegen, da. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Genau, das meinte ich. Und da sind wir wieder in der Nahaufnahme. Schäbige Mütze. Teurer Stoff, okay. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Oh, die Hände sehen übel aus. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Das ist er definitiv nicht. Hier Jacke des Vaters. Ich glaube auch, dass die Jacke dem Vater gehört, weil der Rest sieht nicht so teuer aus. Und der Flicken könnte natürlich auch darauf hinweisen, dass ihm die Jacke sehr wertvoll ist und dass er sie aus dem Grund auch behalten hat. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ja, das meinte ich auch. Das passt irgendwie zu gut aufeinander.
Einbruchsversuche. Nelligans Notizbuch und... Okay, das passt schon mal nicht. Kein Gärtner. Was könnte denn hier passen? Aufgespießt an der Wand rein. Einbruchsversuch. Ah, perfekt. Und da können wir schon sehen, da hat sich ein neuer Schluss gezogen, sozusagen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wieder zu holen. Es könnte, ja. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich er gewesen ist. Haben wir noch was übersehen? Schnell gehandelt und aufgespießt an der Wand. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an der Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Oh ja, der freut sich sicherlich über diese grandiosen Ideen vom Sherlock. Hoffentlich muss der Watson nicht dafür herhalten. Baker Street. Watson? Ah, da ist er. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, da hat der Watson natürlich unglaublich viel Freude dran. Ich musste gerade so lachen. Nein, ich will sie aufspießen. Dann, was ist als nächstes? Also klar, Whitechapel. Schiffslogbuch. Also, ich glaube, die nächste Destination hier ist Woodman's Lee. Da gehen wir nochmal hin.
Schon schön hier. Ah, die Frau. Doch, die sitzt da immer noch. Logbuch und Harpune. Ah, der ist weg. Gott sei Dank. That should do it. Now I am ready for the experiment. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey, Kapitän. Könnten die... Der kleine Nelligan, der hatte doch dieses Notizbuch mit den Zeichen, also mit diesen Buchstaben. Es könnten ja rein theoretisch Namen sein. Vielleicht Daten. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Besatzung der Sea Unicorn finden. Alles klar. Ich glaube, es könnte nicht schaden, nochmal ein Wort zu wechseln mit der Mrs. Carey. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Aber da sind sie ja nicht mehr. Die wurden doch geklaut. Kann er auch rennen? Ah. Nicht so schleichen hier.